Hi, hier ist endlich mal wieder die Bärbel Born. Und eigentlich, ja, ich habe ziemlich lange nichts mehr gemacht auf YouTube. Und eigentlich wollte ich erstmal hier ein Studio bauen. Aber wie ihr seht, also das ist kein Studio, das ist mein tägliches Chaos. Und bevor ich das weggeräumt habe, vergeht vielleicht noch mal ein halbes Jahr. Und da habe ich jetzt gedacht, mache ich doch lieber einfach ein Video, ganz kurz und schmerzlos und lass das Chaos und das beseitigen wir dann ein andermal. Es geht darum, dass ich demnächst eine Serie über Terminkalender anfangen möchte. Und wenn ihr denkt so, hä, was ist denn ein Terminkalender kreativ? Das hätte ich auch nicht geglaubt bis vor einigen Wochen. Aber da bin ich über ein neues Thema gestolpert und habe da wirklich Feuer gefangen und habe mich da jetzt sehr intensiv mit beschäftigt und werde euch das dann demnächst genau erklären und zeigen. Aber schon mal jetzt vorab, bevor ich da 1000 Sachen plane und das wieder ewig dauert, heute ein ganz kleiner Tipp, wie man in Terminkalender stempeln kann. Denn das große Problem sind immer die Farben, die Stempelfarben, weil Terminkalender meistens ja nicht aus irgendeinem festen Aquarell- oder Malkarton gemacht sind, sondern aus ziemlich dünnem Papier, 90 bis maximal, was ich bis jetzt gesehen habe, 120 Gramm. Und da bluten normale Stempelkissen durch. Das heißt, wenn ihr damit auf die Seite stempelt und die umblättert, seht ihr das von hinten. Bei Karten ist das nie ein Problem, weil da kleben wir das ja auf. Die Stempler wissen das, wir matten das. Wir stempeln auf dem Papier und kleben das auf eine schöne Karte. Da sieht man also keine Rückseiten, die irgendwie durchgeblutet sind. Und beim Notizbuch geht das natürlich nicht oder beim Terminkalender. Jetzt zeige ich euch einen ganz tollen Trick, wie ihr das vermeiden könnt. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und ich habe euch nicht so schnell gesprochen, weil so ist es halt, ne? Vielleicht kann man ja mal bei YouTube ein Slow Motion einführen, dass man das, was ich sage, dann besser verstehen kann. Ja, viel Spaß dabei. Bis gleich. So, hier sind wir jetzt wieder von oben. Ich bin da, logisch. Und ich zeige euch jetzt mal eine Möglichkeit, wie man in ein Bujo stempeln kann. Hier ist ein Übungsbujo von mir, wo ich noch so alle möglichen Techniken ausprobiert habe. Und ich habe natürlich auch festgestellt oder ein paar Stempelkissen ausprobiert und festgestellt, dass eigentlich alle, die ich besitze, mehr oder weniger durchbluten. Also hier seht ihr durchbluten. Wer jetzt Bujos nicht kennt, ich erkläre das in einem anderen Video. Okay, Bullet Journaling ist eine besondere Technik des Terminkalender-Gestaltens, die total genial ist. Die erkläre ich ein andermal. Aber weil ich von einigen Bujo-Freunden gefragt wurde, wie ich jetzt da reinstemple, möchte ich denen das jetzt schon mal zeigen vorab, bevor ich überhaupt erkläre, was ein Bujo ist, ein Bullet Journal und wie es funktioniert. Ich habe hier einige Stempelfarben, hatte ich ausprobiert und durchbluten heißt, wenn man von vorne etwas malt, schreibt oder stempelt, gestaltet, wenn das von der Rückseite fast genauso gut zu sehen ist. Also die Farbe geht durch das Papier. Normalerweise, wie ich eben schon sagte, beim Stempeln kein Problem, weil wir ja meistens etwas stempeln und gestalten und dann wieder auf eine Karte kleben. Das heißt, dann sieht man natürlich die Rückseite nicht. Aber hier in dem Terminkalender oder in dem Notizbuch, Smashbook, Bullet Journal, whatever, was auch immer, ist das ein Problem. Und jetzt hatte ich hier verschiedene Farben ausprobiert. Man sagt mir jetzt Versa-Magic, das habe ich bis jetzt noch nicht getestet. Also ich habe ein antikes Versa-Magic hier, das steht am Start. Das werde ich das nächste Mal testen. Aber heute zeige ich euch, was mir eigentlich im Moment so am besten gefällt. Nämlich, ihr benutzt überhaupt kein Stempelkissen. Ja, denkt ihr euch, wie stempel ich denn dann? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar eine uralte Technik, wo man nicht mit einem Stempelkissen arbeitet, sondern mit einem Stift. Und zwar benutze ich dazu jetzt hier, in dem Fall, sieht man das, die Spektrum Aqua. Da kann man, Spektrum Noir heißen die, Spektrum Noir heißt die Firma. Aqua, da kann man eigentlich jeden Stift für nehmen, der nicht durchblutet. Ihr habt wahrscheinlich eure eigenen Stifte und Tipps und Tricks. Jetzt zeige ich hier mal, wenn ich jetzt damit schreibe, wenn ihr so einen Stift gefunden habt, der wenig durchblutet. Also man sieht eigentlich fast nichts. Ja? Und dieser eine Pinselspitze hat. Das war jetzt hier die feine Spitze. Ja? Und dieser Stift eine Pinselspitze hat. Sowas wie diese hier. Dann könnt ihr damit stempeln. Das sind nach meiner Erfahrung immer Stifte auf Wasserbasis. Keine mit Alkohol oder Lösungsmitteln. Die bluten immer durch. Das kennt ihr vielleicht selber, wer Bujo macht. Und deshalb benutze ich immer für meine Versuche
Stifte auf Wasserbasis. Das gibt von Marabou gibt es welche. Diese hier sind dieses Spektrum Normal habe ich von Raya bekommen. Alternativ kann man auch Tombow nehmen, was in Stempelkreisen sehr bekannt ist. Aber schaut einfach, was ihr wo am einfachsten bekommt. Und bitte geht in die örtlichen Bastelläden. Okay, die muss man unterstützen. Alles klar. So, und zwar wie ihr das macht, das habe ich schon mal in einem Video gezeigt, das irgendwie 14 Jahre alt ist. Hat natürlich keiner gesehen von euch. Müsst ihr auch nicht, weil ich zeige es ja nochmal. Ihr nehmt diese Pinselspitze und malt quasi euren Gummi an, das was übersteht. Okay, so jetzt denkt ihr vielleicht, naja, aber wenn ich jetzt hinten angekommen bin, ist das hier vorne schon wieder getrocknet. Klar, das kann sein. Aber dafür zeige ich euch auch einen Trick, den ich jetzt nicht so direkt in der Kamera zeigen kann, weil ihr seht ja nicht mich, sondern nur den Stempel. Ich nenne das Hauchen und Stauchen. Wenn ihr jetzt hier diesen Stempel benutzen wollt, erstmal mal was unterlegen. Ein bisschen Moosgummi, das federt besser. Ja, super Tipp. Nicht vergessen, Moosgummi ist dein Freund. Wenn ihr den jetzt stempeln wollt und der vielleicht schon ein bisschen angetrocknet ist auf dem Gummi, es ist ja eine wasserlösliche Farbe, habe ich euch ja eben gesagt, dass ihr wasserlösliche Farben benutzen sollt. Was macht ihr? Ihr feuchtet die wieder ein bisschen an. Was nimmt man dazu? Nein, keine Sprühflasche oder so. Euer Atem reicht. Im Atem ist leichte Feuchtigkeit und ihr haucht das nochmal an und ich nenne das dann Hauchen und Stauchen, damit es sich reimt und man sich das besser merken kann. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Ja, einmal anhauchen und dann ist das auch wieder frisch und quasi feucht und ihr könnt super damit stempeln. Ja, ich hoffe, das sieht man jetzt. Ja, sieht man ganz gut. Und von hinten, ja, minimal hier durchgeblutet, wo sehr viel Farbe ist. Ihr macht das vielleicht ein bisschen sorgfältiger als ich hier. Ich will euch ja nicht zusehen lassen, wie ich 10 Minuten lang hier meinen Stempel anmale. Aber das ist jetzt so für mich bis jetzt die beste Möglichkeit, in einen Terminkalender zu stempeln, ohne dass man es auf der anderen Seite sieht. Also ihr seht schon hier den Unterschied. Alle Farben, alle meine Stempelfarben, außer dem Versa Magic, was ich noch testen muss, die ich bis jetzt benutzt habe, sind extrem durchgeblutet, sodass man die Rückseite sehen kann. Und das ist eigentlich ja, super top. Ne? Ich hoffe, das war nützlich für euch und ich habe euch lieb. Tschüss! Und vielen Dank fürs Zusehen und abonnieren nicht vergessen. Tschüss!